Endlich ist die Herbstzeit da. Hallo liebe Fliegerfreunde. Herbstzeit ist Hike and Fly Zeit und ja, das bedeutet für mich auch endlich wieder mal Hike and Flies machen. Und es ist echt so gut. Es hat jetzt gerade 7 Grad, also echt schon frisch. Man merkt, der Herbst ist jetzt echt schnell da gewesen. Also weg von die 30 Grad zu die 7 Grad. Aber ich gehe jetzt am Brunnenkohl rauf. Ich war da schon ein paar Mal oben. Ja, und es ist halt einfach eine schöne Wanderung. ein paar Steine sind dabei. Man kann es auf mehrere Orten gehen. Ja, ich finde es einfach echt schön rauf. Ich glaube, es sind gut 1000 Höhenmeter. Und ja, jetzt geht es endlich wieder los. Code P habe ich mit. Da hinten kleiner Schirm, also kleiner Schirm, 20er Schirm, leichter Schirm, Stringgurtzeug und ja, jetzt geht die Hike and Fly Saison endlich los. Endlich wieder ein bisschen was da. Und ich habe gesagt, jetzt bringe ich meinen Puls einmal ein bisschen auf Hochtouren und dann gehen wir mal da so ein bisschen rauf. Es schaut so schön aus da überall. Der Herbst. Ja, also wir sehen sie gleich, wenn der Puls wieder höher ist. Ich wahrscheinlich mein Stirnbandel schon oben habe und vermutlich schon die 1 oder anderen Milliliter Schweiß aus meinem Körper ausgeschwitzt habe. Bis gleich. Schenkenberger Steig heißt es, wo ich rauf gehe. Ihr seht es, da wird schon jetzt ein bisschen ausgesetzt, also da jetzt noch nicht, aber da oben, da darf man dann auch mal Hände legen. Und es ist echt so, dass halt teilweise echt schon kalt ist in die Finger. Wow. Das Stirnbandel, das ist auch noch alles. Da geht es jetzt dann so klarweiß rauf. Jetzt bin ich gerade mit der Drohne ein bisschen geflogen und habe ein wenig eine Pause gemacht, also Drohnenpause. Und da wird dann gleich kalt, wenn man stehen bleibt. Stecken habe ich dabei hinten rein da, weil man einfach nicht so irritiert ist. Reden und kraxeln ist nicht so easy peasy. Also gar nicht zu schmöckern, gar nicht zu schmerzen. Auf, dass wir da irgendwann einmal raufkommen. Ich hoffe, dass die Sonne jetzt dann schon langsam mal ein bisschen rauskommt. Da ist schon ein bisschen und was rede ich? Weiter geht's. So, jetzt wird es mir da auf die Steine zu kalt. Ich habe jetzt meine Handschuhe angezogen und habe einen Helm aufgesetzt, dass man besser sieht mit der Kamera, wo ich hinsteige. Boah ja, aber das ist auch nicht so optimal mit den Handschuhen, muss ich sagen. Ein bisschen rutschig. Jetzt muss ich da mal runter. Und da geht es jetzt rauf. Ja, das ist echt mit den Handschuhen gar nicht so perfekt eigentlich. Boah ja, für den Winter oder für den Herbst muss man glaube ich jetzt so Arbeiterhandschuhe besorgen. Die haben ein bisschen einen Grip, das ist so Baumwolle, das rutscht ein wenig. Nicht so gut. Ja, gar nicht so easy. Ich muss jetzt wieder mein langes Leiberl anziehen, weil es einfach wirklich frisch ist. Ja, ich habe den Helm noch mit, weil kann ich euch besser sagen, wann ich wo gehe. Mit meiner Helmkamera. Also auf da wieder am Blutzer und weiter geht's. Schenkenberger Steig. So nennt sie die ganze Garde da. Von da unten kommen wir so rauf. 550 Kilometer haben wir schon. Ja, und jetzt wird schon gut anstrengend. Ja. Aber ein Stückchen haben wir noch vor uns. Und öfters ist es gar nicht so einfach zu erkennen, wie man aufhören muss. Ja, ich glaube, ich gehe da rechts. Links geht auch ein Weg, aber der geht auf den Gipfel rauf oder auf den Gipfel. Und eigentlich will ich da ja gar nicht rauf. Sprich, wir gehen da rechts weiter und dann umgehen wir das ein bisschen. Mittlerweile gehe ich 1 Stunde und 15 Minuten. Ja, es ist so schön, wenn die Sonne rauskommt. Da ist überall schon der Raureif, alles gefroren. Und da geht es jetzt durch.
Und da müssen wir rauf. Oh, jetzt einmal kurz eine Trinkpause gemacht. Habe ich da hergesetzt, weil einfach so ein schöner Ausblick da ist. Ja, von da unten bin ich rausgekommen und das ist die Bischofsmützen. Genau so hat der Berg vorher geheißen, wo ich nicht raufgehen wollte, weil der Weg war so raufgegangen und dann da und dann wieder runter. Und ich bin das jetzt ein bisschen außen rumgegangen und bin dann da raufgekommen. Und jetzt geht es noch da rauf. Es sind nur ca. 200 Höhenmeter. Aber ich glaube, die 200 Höhenmeter, die haben es in sich. Ja, deswegen jetzt halt noch mal kurz ein bisschen verschnaufen und dann sind wir hoffentlich gleich am Gipfelkreuz oben. Ich freue mich echt schon aufs Fliegen dann. Ja. Jetzt bin ich wieder fit und jetzt schnappt man sich die letzten paar Höhenmeter. Da wird es jetzt noch mal zum Kraxeln und dann nach den Stöhnen da oben sind wir hoffentlich da. Ich bin jetzt wieder kurzärmelig und es geht wieder los. Jetzt freue ich mich echt schon, wenn wir dann oben sind. So, ich glaube, die Kletterei, die haben wir jetzt hinter uns. Jetzt geht es da noch so durch. Zack, 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 zack. Und da oben ist hoffentlich das Gipfelkreuz. Boah, das hat sich heute schwer angefühlt. Heute habe ich mir echt schwer da. Habe viel so kurze Pausen machen müssen zwischendurch. Aber wichtig ist, dass nichts passiert. Schön Zeit lassen. Ein bisschen geht es ja noch auf. Also, es sind ein paar Leute herum. Normal fliegt man so aus, das ist Richtung Nord, aber der Wind kommt genau von der anderen Seite. Der Wind kommt von da, ich weiß nicht, ob man es hört. Man sieht da überall das Gas pfeifen, da drüben ist der Feuerkugel. Ja, der Plan ist jetzt so, ich starte natürlich in die Richtung aus, fliege die Ridge so 4 und komme dann trotzdem noch am Landeplatz. Also Landeplatz zum Parkplatz, wo mein Auto steht. Ja, wow, es ist so gut, dass ich da endlich herum bin. Es war jetzt halt echt schon sehr anstrengend. Ich bin jetzt ein bisschen über 2 Stunden aufgegangen, wobei ich sehr langsam gegangen bin. Schaut euch das an. Es schaut halt schon schön aus da herum. Da ist der Attersee, da ist das Gipfelkreuz, hinter dem Gipfelkreuz ist der Traunsee. Tja, Brunnkoge wieder mal herum gewesen. Ah, da hinten ist der Dachstau und recht viel mehr kenne ich schon wieder nicht. Weil so der Gipfelfuchs bin ich dann auch wieder nicht, dass ich jeden Berg auswendig kenne. Also ich richte mich jetzt halt einmal schon langsam her und dann fliegen wir. Da sind schon die Kollegen. Wie gesagt, ich ziehe mich jetzt da, bevor das mir kalt auch noch wird, mit der kurzen. Fliegen wir mal runter, da dann wir da mal ein bisschen fliegen. Ich freue mich schon, over and out. Dann probieren wir es halt offiziell, so wie es gehört. Oh, ja. Also echt am Gipfelkreuz hat es angezeigt, dass es von Ost kommt, aber der Wind ist tatsächlich von West gekommen. Ich habe keine Ahnung, aber Gott sei Dank können wir so ausstarten. Da sind wir aufgegangen. Holy moly. Ja. Jetzt sehen wir gleich, ob es ungemütlich wird, falls es wirklich ein Ost ist. Kann ja sein, dass ich mich täuscht habe. Kurze Hosen, ne? Da geht's oben. Hinterer Langwartsee, vorderer Langwartsee.
Hintern könnte man nicht landen, aber am Vordern könnte man eigentlich auch landen. Aber wollen wir natürlich nicht. Mein Auto steht irgendwo da im Wald in einem Parkplatz. Da lande ich und dann da wieder rauf. Der gute alte Code B. Das ist halt echt so ein schöner Schirm. Mir ist im Gesicht dermaßen kalt. Das war ein Aufstieg. Und jetzt zack, bumm, ist man gleich wieder unten. Da sieht man jetzt den Traunstau, Traunsee, Feierkugel. Da sieht man noch ein bisschen was vom Attersee. Jetzt ist halt die Frage, in welche Richtung landen wir. In welche Richtung geht der Talwind? So komme ich mir schon sehr schnell vor. Schauen wir mal in die Richtung. Da sieht man das Gipfelkreuz wieder stehen. Ich glaube, ich fliege ich lande in die Richtung. Kommt mir einfach ein bisschen langsamer vor. Glaube ich. Das ist immer was, wenn kein Windfahne da ist. Weiß man es nicht so ganz. Ja, weil ein paar gesagt haben, dass meine Wingovers so unsauber sind oder hektisch oder halt ja, nicht sauber ausgeführt, hätte ich gesagt, dass wir jetzt noch ein paar Wingovers machen. Dass ich es versuche, dass ich es auch sauber mache. Nicht, dass ich wieder geschimpft kriege. Also, ruck, los geht's. Ja, recht viel mehr Häken habe ich heute leider nicht. Ja, ich würde schon sagen, der Wind kommt von der Hinterseite und ich fliege gerade mit dem Wind. Also laut Gefühl. Kann mich natürlich auch täuschen und ich muss nachher schnell rennen, wenn ich lande. War nicht das erste Mal. Da unten landen wir rein. Müssen wir auch aufpassen, da ist eine Stromleitung. Aber ja, das ist halt auch schnell. Das ist jetzt echt die Frage. Ah, ich glaube, ich lande so. Da ist nur eine Stromleitung, da müssen wir aufpassen. Da hinten ist der Weidezaun. Da will ich natürlich auch nicht hinkommen. Eine gute Entscheidung. Gute Entscheidung war das. Jetzt war ich echt voll mit Wind reingelandet. Ja, schaut euch einmal das Gas an. Das hat nicht einmal so wenig Wind nämlich. Alter, das war jetzt schon wieder ins Gemüse gegangen. Da hätte ich schon wieder irgendwelche Abschürfungen wahrscheinlich. Aber gut gelandet. Und da oben bin ich runtergeflogen. Da war ich gerade oben. Das ist eigentlich geil. Eigentlich ist es geil, ja. Machen wir da mal noch mal so ein Video für Instagram. Ja. Jetzt packen wir zusammen und holen sie das Auto. Guter Tag, nicht weh da, nichts tut weh, gut gelandet, den letzten schönen Tag ausgenutzt. Jetzt melden sie dann schon wieder Schnee oder Schnee vielleicht nicht, aber schier soll es werden. Ja, ich hätte gesagt, wir packen einmal zusammen.